Ein Neuanfang. Gestern hat ein neues Jahr begonnen. Wir schreiben das Jahr 2024. Viele Menschen sehnen sich nach einem Neuanfang. Nach einem beruflichen Neuanfang vielleicht. Möglicherweise nach anderen Neuerungen in ihrem Leben. Nun, einen wirklichen Neuanfang im Leben eines Menschen gibt es aber nur mit Gott und durch Gott. So war es auch bei Mose. Seit 40 Jahren war er ein Flüchtling im Lande Midian. Er arbeitete als Schafhirte und alles blieb beim Alten, bis Gott zu ihm sprach. Gott hatte etwas völlig Neues vor mit Mose. Aber Mose sträubt sich. Er hat kein Selbstvertrauen. Er ist bereits 80 Jahre alt und hat sich mit seinem Leben abgefunden. Er liefert Gott alle seine Argumente gegen den Neuanfang, gegen Gottes Berufung, nach Ägypten zu gehen und Israel zu erlösen. Sein erstes Argument war: Wer bin ich? Und es stimmte, er war niemand, gescheitert, unbedeutend, ein Schafhirte. Und Gott entkräftet dieses Argument und sagt: Ich will mit dir sein. Das ändert alles in unserem Leben. Wenn Gott mit uns ist, dann ist ein Neuanfang möglich. Und dann ist auch kein Auftrag zu schwer. Das zweite Argument des Mose lautet: Gott, wer bist du? Wie ist dein Name? Und Gott sagt: Ich bin. Ich bin der Ewige und der Unbedingte. Aber ich bin auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Allmächtige, der im Himmel thront. Aber ich bin auch der persönliche Gott, ganz in deiner Nähe. Nachdem Gott Mose detaillierte Anweisungen für sein Gespräch mit den Ältesten von Israel und auch mit dem Pharao gegeben hat, bleibt Mose immer noch bei seiner ablehnenden Haltung. Sein drittes Argument lautet: Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Mose sagt mit anderen Worten: Wie soll ich ihnen beweisen, dass du mir erschienen bist und mich zu ihnen gesandt hast? Gott geht auch auf dieses Argument ein und sagt: Mose, was hast du in deiner Hand? Und Mose sagt: Einen Stab, einen Hirtenstab. Es ist nur ein Stock. Das ist alles, was ich habe. Damit kann ich nichts beweisen. Aber Gott sagt: Das reicht. Das genügt vollkommen. Schau mal, was ich aus dem wenigen, was du in der Hand hast, machen kann. Wirf deinen Stab mal auf die Erde. Und als Mose gehorcht und den Stab auf die Erde wirft, wird dieser zu einer Schlange. Und als er dann die Schlange in die Hand nimmt, wird sie wieder zu einem Stab. Ein Wunder. Ein eindeutiger Beweis, dass Gott im Spiel ist. Also eine Bestätigung für die Juden, dass Gott ihn gesandt hat. Wenn Gott uns zum Dienst beruft, dann erwartet er von uns nichts Großes, nichts Spektakuläres, nichts Außergewöhnliches. Er will nur, dass wir das, was wir in der Hand haben, ihm abgeben, ausliefern. Und er kann aus dem Wenigen etwas Gewaltiges machen. Doch Mose gibt seinen Widerstand nicht auf. Und er führt ein viertes Argument ins Feld. Er sagt: Herr, ich kann nicht reden. Ich bin rhetorisch nicht begabt. Ich habe eine schwere Sprache, eine schwere Zunge. Gott entkräftet auch dieses Argument und sagt: Wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Die Kraft, die Inspiration liegen niemals in der Rhetorik, niemals in unserer Redekunst. Sie liegen immer nur in Gott und in seinem Geist. Und wenn wir denken: Was kann mein Argument, mein Zeugnis schon bewegen? Ich kann nicht argumentieren, mein Arbeitskollege wird nicht auf mich hören. Dann unterschätzen wir die Kraft des Geistes Gottes, der schwache Werkzeuge, wie wir es sind, benutzt, um gewaltige Dinge zu tun. Jetzt sind Mose alle Argumente ausgegangen und er wagt es dennoch, Gott zu widersprechen und ihm abzusagen. Er sagt: Mein Herr, sende, wen du willst. Der Herr wird zornig auf Mose.
Gott nimmt die Absage nicht an, aber er kommt seinem zaghaften Knecht entgegen und stellt ihm seinen Bruder Aaron als Sprecher zur Seite. Die zwei sollen ein Team sein und gemeinsam den Auftrag Gottes erfüllen. Außerdem kennt Gott noch eine Angst des Mose, die er nicht ausgesprochen hat. Die Angst, dass der Pharao ihn töten könnte. Und Gott versichert ihm, dass der Pharao ihm nicht schaden wird. Er sagt, geh hin, zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten. Und Mose zieht los. Es ist ein gewaltiger Neuanfang in seinem Leben. Ja, Mose ist schwach, er zögert, er wehrt sich, aber Gott zwingt ihn, bewegt ihn zu seinem Glück. Gott überzeugt ihn und er gehorcht. Die nächsten 40 Jahre sind Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk Israel, die der Allmächtige mit seinem Knecht Mose schreibt. Ganz sicher hat Mose im Laufe der letzten 40 Jahre seines Lebens begriffen und verstanden, dass die ersten 80 Jahre nur Gottes Vorbereitung für seine eigentliche Lebensaufgabe waren, nämlich Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Das war Gottes Ziel und Absicht mit dem Leben des Mose. Mose hat den Auftrag verstanden, trotz Angst und Schwachheit angenommen und mit Gottes Kraft und Hilfe ausgeführt. Gott hat auch für mich und für dich eine Lebensaufgabe. Sträube dich nicht dagegen, Gottes Berufung anzunehmen. Das Kleine und Wenige, das du in deiner Hand hältst, reicht aus. Gott wird mit dir sein. Er wird das Kleine in etwas Großes verwandeln. Er wird deinem Leben Sinn und Bedeutung geben. Und du wirst für andere ein Segen sein.